Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und da du jetzt schon mal hier bist, würde ich dich bitten, einmal ein Like dazulassen. Und wenn du dem Kanal noch nicht folgst, bitte die Glocke zu aktivieren. How you just expect shit to change? And why they think respect come with fame? I bigged up myself through the pain. Now I'm big bro, I give game. I sat in my room for a year, just learning how to say this shit clear. I didn't have no choice, this was meant to be. Shout out all the people acting like they friends with me. Want some from me, but don't check up on me mentally. It's all hustle, no luck out here in the streets. Only few people around me really saw the vision. I had to do it on my own to get in this position. Not my mother, not my father could've told me this. People out here so broke that they only rich. Out here trying to hit the lotto, that's the only wish. All that money, what you about to buy with that shit? I guess that's how it is when you ain't got much. And your self-esteem got you on a crutch. No matter how hard you go, it's just not enough. Cats out of the bag, now they know I'm tough. They gon' wanna slide on. Also, so langsam fügen sich die Pläne. Ich hatte eigentlich vor, morgens schon abzuziehen, aber da ich Dominde nicht erreiche, der wollte ja nochmal runterkommen in den Süden, 2-3 Tage mit mir verbringen, aber sein Handy ist aus. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Vielleicht meldet er sich noch. Aber dementsprechend habe ich entschieden, jetzt das Ganze nochmal um einen Tag rauszuzögern und ich fahre am Samstag. Ich würde sehr gerne nochmal surfen, bevor ich hier abziehe. Aber von den 4 Tagen hat sich meine Muskulatur so krass verspannt, dass mein linker Arm komplett zumacht, mein Trizeps ist komplett steinhart. Deshalb habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal einen Tag Pause. Heute, ich bin schon wieder am Strand. Der Hiro, mein Surf-Instructor, ist auch hier. Aber die Wellen sind nicht so gut, sonst hätte ich es mal probiert. Aber ich glaube, ich gönne mir noch einen Tag und gehe dann morgen frisch nochmal aufs Board. Da seht ihr, ein bester Trainer überhaupt. Der hat mir in 15 Minuten alles erklärt, was ich brauche. In meiner Jugend bin ich sehr lange Skateboard gefahren und schnell kam dann noch Snowboarden hinzu. Und wahrscheinlich fiel es mir deshalb ein bisschen leichter, auf Surfen umzusteigen. Doch trotzdem wurde mir sehr schnell klar, dass es einen großen Unterschied gibt, Wasser zu bändigen, als auf einem Skateboard oder Snowboard zu stehen. Ich war in diesen 2-3 Tagen definitiv ein kleiner Surf-Junkie geworden und verbrachte die meiste Zeit nur noch im Meer auf meinem Surfboard. Es war schön zu sehen, wie viele Einheimische diesem Sport folgten und dass es nicht nur Touristen waren, die nach Sri Lanka kamen, um das Surfen zu lernen, sondern auch viele Locals, die für ein Wochenende oder eine ganze Woche aus Colombo in den Süden kamen. Ich sehe gerade Lahiru, mein Surf-Instructor. Ich habe ihn gerade entdeckt. Der gibt eigentlich gerade eine Unterrichtsklasse, aber anscheinend hat er sich das Board geschnappt und surft einfach selber. Ich habe ihn gefragt, wann er das letzte Mal surfen war. Er hat gesagt, seitdem sein Surfboard geklaut wurde, Ewigkeiten nicht mehr. Der ist nur am Arbeiten. Viele Leute haben dafür gar keine Zeit, weil sie Geld verdienen müssen. Das Zurück aufs Meer paddeln war meistens das, womit die meisten Menschen struggleten. Und auch ich musste am 3. Tag feststellen, dass meine Schultern und meine Muskulatur so dermaßen beansprucht waren, dass ich einfach einen Tag Pause machen musste. Ich machte mich auf in die Stadt Galle, die im 16. Jahrhundert von den portugiesischen Kolonialherrschern erbaut wurde. In vielen verschiedenen Orten Sri Lankas fand man viel Einfluss der damaligen Kolonialzeit, zum größten Teil durch die Portugiesen, Holländer oder Briten. Es war eine faszinierende Stadt mit vielen alten Bauten und natürlich erscheint jede Stadt am schönsten, wenn sie doch direkt am Meer liegt. Doch Galle unterschied sich nochmal sehr stark von allen anderen Städten, die ich bis jetzt gesehen hatte. Es gab noch so viele alte historische Gebäude, die noch in einem unglaublich guten Zustand waren und im Prinzip die ganze Altstadt schmückten. Ich lief erstmal die kompletten Burgmauern ab, bevor ich mich langsam in die Altstadt machte. Auf meiner Reise hatte mir noch irgendjemand von der Ceylon-Ausstellung erzählt.
Und als ich durch die Altstadt schlenderte und zufälligerweise dran vorbeikam, hatte ich gar keine andere Wahl, als sie mir anzugucken. Ich würde nicht behaupten, dass ich mich für jede Art der Kunst interessiere. Doch Pop-Art-Kunst und vor allem diese Ausstellung gefiel mir ziemlich gut. Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Genau das ist Kunst. Meine Zeit im Süden Sri Lankas kam so langsam zum Ende und es war mein letzter Abend in Unawatuna. Die 2 Wochen, die ich inzwischen hier unten war, sind so unglaublich schnell an mir vorbeigezogen. In erster Linie, weil ich so viele neue Dinge ausprobiert habe und die Zeit mit Selwa einfach angenehm war und sie so ein netter, liebevoller Gastgeber war, dass es mir an nichts mangelte. Es war im Prinzip genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht hatte. Die Möglichkeit, im Moment zu leben und einfach zu sein. Der Tag der Abreise war tatsächlich gekommen. Doch ich hatte vor, erst am Nachmittag abzureisen und mich dann langsam wieder nach Colombo hochzuarbeiten. Guck mal da oben, da macht er seinen Faunentanz. Seht ihr die Haare, die Federn? Unser täglicher Wecker war inzwischen auch schon wach und befand sich gegenüber auf dem Dach. Er machte wieder seinen alltäglichen Frauentanz, präsentierte seine wunderschönen Federn und wartete auf seine Mädels. Während die anderen 2 Mädels unter anderem im Wohnzimmer eine kleine Tanzeinlage starteten. Rawan und Selwa waren zusammen eine unglaublich lustige Kombination und stellten teilweise meinen ganzen Tag auf den Kopf. Irgendwas war definitiv immer los. Der plötzliche Regen durchkreuzte dann doch meine Pläne, am frühen Nachmittag abzureisen. Also musste ich erstmal ausharren und warten, bis das Ganze vorbeizog. Doch ich muss sagen, Regen in diesen Ländern ist was ganz anderes als bei uns in Deutschland. Es war nicht nur nötig, um endlich mal abzukühlen, sondern es hatte einfach auch einen ganz anderen Vibe. Und es war teilweise schön draußen zu sein und dem Regen und dem Sturm zuzuschauen, wie er langsam vorbeizog. Irgendwann wurde der Regen dann langsam weniger. Ich packte meine letzten Sachen, denn es war Zeit abzureisen. Mir war relativ früh klar, dass ich an diesen Ort irgendwann nochmal zurückkehren würde. Doch jetzt hieß es erstmal wieder, die Straße und ich. Und ein paar 100 Kilometer Strecke vor mir. Von Dominde hatte ich leider inzwischen immer noch nichts gehört und ich machte mir tatsächlich Sorgen, dass ihm irgendwas zugestoßen war. Ich hätte mich wirklich sehr gefreut, ihn hier unten nochmal zu treffen oder zumindest die Möglichkeit zu haben, mit ihm nochmal zu sprechen. Und so kam ich langsam meinem Ende der Reise immer näher. Was eine Zeit, was eine Erfahrung. Pool hat schon irgendwie immer Vibe, gell? Den hab ich hier am Strand hochgegabelt, mit dem chill ich jetzt.